This is Lisa's dad. Oh my god, thank you so much. Your daughter is amazing. That's a video, it's for YouTube, but thank you so much. Oh my god, I'm dying. And here are Jesus. Hi Blinks, ich bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich übelst krass auf das heutige Video, denn das heutige Video wird sehr speziell sein. Und zwar erzähle ich euch von meinen Erfahrungen, wie ich Blackpinks Lisas Eltern getroffen habe. Ich weiß nicht, warum ich jetzt erst das Video drehe. Das Ereignis war ja schon vor über einem Jahr, aber wie ich immer sage, Leute, besser spät als nie. Und unter anderem werde ich in diesem Video auch auf Gerüchte eingehen, die mich persönlich echt genervt haben. Und ja, Leute, würde ich sagen, wir starten mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. So, fangen wir erstmal von vorne an. Also ich erzähle euch die Geschichte von vorne bis hinten, damit nichts ausbleibt. Ich habe zu meinem vorletzten Geburtstag Karten für das Blackpink-Konzert bekommen. Und zwar sind sie ja im Mai 2019 nach Deutschland gekommen, zum allerersten Mal, und da musste ich einfach hingehen, ne? Und ich muss euch sagen, ich war noch nie wirklich auf einem richtigen Konzert, also so von Weltstars. Das war mir wirklich neu. Und Blackpink war wirklich einer der ersten Girl Groups, in der ich jemals bei der Live-Show war. So, da habe ich natürlich 2 Monate lang gewartet. Ich gucke nochmal, was für ein Datum ich war. Ich weiß nur, dass es Mai war, aber ich weiß nicht mehr, welches Datum. 24. Mai, genau. 24. Mai und in der Max-Schmeling-Halle. So, wir sind morgens in Berlin angekommen, mit dem Flugzeug sind wir geflogen und an dem Tag, an dem Abend war dann auch das Blackpink-Konzert. Das heißt, wir hatten eigentlich gar keine Zeit, um uns auszuruhen. Also ein paar Stunden fliegen, ins Hotel, Check-in, fertig machen und ab zum Konzert. So, und bei dem Konzert war das so, dass da so viele Blinks auf einen Haufen waren. Ich habe noch nie so krass viele Blinks gesehen und ich war so happy, weil manchmal fühlst du dich einfach mehr alleine als K-Pop-Star in Deutschland, you know? Ach, nicht K-Pop-Star, K-Pop-Fan. Und die haben davor getanzt und alle. Ich fand das so amüsant. Also die Wartezeit, ich glaube, wir haben 1-2 Stunden circa gewartet, bis wir reinkamen. Ich kam auch ein bisschen früher, weil ich mir das alles so anschauen wollte. Und ich habe ja auch einen Vlog gedreht, könnt ihr euch gerne anschauen. Und ich habe auf Fotos gemacht, ne? So, und dann kam auch schon der Einlass. Also ich persönlich habe die Stehplätze bevorzugt, also ganz vorne an der Bühne. Aber bei Daniel war das so, er heult immer rum wegen Rückenschmerzen, deswegen dachte ich mir, ja okay, du kommst schon mit, ja gut, dann machen wir mal, was du möchtest, also suchen wir uns den Platz aus, den du möchtest. Und da haben wir die oberen Plätze genommen mit einer perfekten Sicht auf die Bühne, also auf die Girls. Und die Sache bei diesen Stehplätzen ist, du musst übelst früh kommen, ne, um überhaupt vorne zu sein. Wir haben uns damals überlegt, ob wir irgendwie jemanden bezahlen, dass der für uns die Plätze frei hält, und das dauert ja übelst lange, ne? Also die kommen schon mega früh und man muss da bestimmt auch campen und alles. Also ich glaube, bei Blackpink durfte man das nicht, aber bei BTS habe ich damals gelesen, dass die wirklich vor dieser Mercedes-Benz Arena gecampt haben. Und ich liebe die Girls, aber das ist mir schon ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, ich würde sogar in Erwägung ziehen, jemanden dafür zu bezahlen. Weil ich meine, er stellt sich sowieso an, dann kann er sich auch für uns dort anstellen. So, und das Coole, was wir einfach nicht wussten, war der Bereich, wo wir saßen, war wirklich auch ein Family and Friends Bereich. Und das war so krass. So, ich erzähle euch jetzt mal alles. Also, wir hatten ganz oben die Plätze, aber halt nicht vorne, also wo man sich da festhalten kann, sondern eher mittig, könnte ich sagen. Mittig, fast schon hinten, muss ich sagen. Aber ich hatte eine perfekte Sicht. Okay, das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber so, dann habe ich irgendwie ein paar Bilder gemacht, dies, das. Und dann so ein paar Minuten später, als ich so Bilder gemacht habe und alles, und ich habe ja auch einige von euch getroffen, ist mir dann was mega krasses aufgefallen. Und zwar Lisas Vater. Ich dachte am Anfang so, nein, das kann nicht sein, du hast dich versehen, das ist der niemals. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, ey, nein, das ist der, ne? Weil man kennt ja eigentlich, also Lisas Vater erkennt man eigentlich direkt, ne? Und da muss ich sagen, da habe ich auch schon mitgefilmt, ne? Und ich war mir aber gar nicht bewusst in dem Moment, dass ich filme, weil das war so ein Schock für mich. Ich wollte es einfach nur aufs Band haben. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass die Mutter daneben ist. Und als ich die Mutter von Lisa gesehen habe, wusste ich, okay, das sind ihre Eltern. Also das hat sich auch nochmal bestätigt, dass das ihr Vater war. Weil kann ja wirklich sein, dass ich mich versehen habe. So Leute, an dieser Stelle möchte ich noch einmal sagen, dass es andersrum war. Also ich habe zuerst Lisas Mutter gesehen und dann ihr Vater. Es ist so lange her, deswegen erinnere ich mich nicht mehr. Sorry dafür.
die waren gerade auf dem Weg zu ihren Plätzen und haben irgendwie den anderen noch Hallo gesagt. Also dazu komme ich gleich. Die haben einfach anderen Menschen Hallo gesagt. Welche Menschen das sind, das erfahrt ihr später. So, und ich war halt so schockiert, ne? Vor allem die Sache ist, die saßen nur, glaube ich, ein paar Reihen vor uns. Also, ey, ich konnte die sogar riechen, I swear. So, und ich wollte mir diese Gelegenheit natürlich nicht nehmen lassen, ne? Und ich habe ja damals auch aufgenommen und gesagt, ja, Leute, das sind die und so. Und ich nehme jetzt all meinen Mut zusammen und spreche sie an. Und ich war echt vorher richtig aufgeregt. Ich wusste nicht, ob ich das machen soll. Ich habe Daniel immer wieder gefragt, ja, soll ich dahin oder soll ich nicht? Ich dachte mir so eine Gelegenheit kommt dir nie wieder. Und was soll ich schon sagen? Schlimmer als Nein kann es nicht sein. Ich glaube, ich habe gerade Lisas Mutter gespottet. Ey, Leute, ich guck ab. Okay, ich filme und dann kommt... Oh mein... Ey, ich glaub's nicht. Das ist ihr Vater. Oh mein Gott. Ich habe ein Bild mit ihren Eltern. Ey, ich heul gleich. Oh mein Gott. Ey, vor allem niemand erkennt die außer ich. Das ist ihr Dad und das ist ihre Mom. Leute, ich versuche die jetzt anzusprechen. Ey, ich weiß nicht, wie die reagieren, aber oh mein Gott, ich muss meinen Mut zusammentun und das machen. Und neben denen saß ein Mädchen und ich habe sie angesprochen. Ich so, oh mein Gott, Lisas Eltern sitzen neben dir und so. Und sie so, ich weiß. Ich so, oh mein Gott und alles. Und dann, oh mein Gott, das war so cool. Und ja, auf jeden Fall, oh mein Gott, ich kann es gar nicht erzählen. Das ist so krass. Ich habe nicht aufgenommen, ne? So, ich habe die persönlich gefragt. Also ich bin so doof. Ich habe mit Englisch mit ihm geredet, obwohl er Deutsch kann. Aber it's okay. Danach habe ich es auch gecheckt. Auf jeden Fall meinte ich zu ihm dann so, hi, are you Lisas dad? Und er meinte eiskalt no. Aber so Freunde, also gar nicht böse, richtig Freunde, als würde er so einen Witz machen, so wisst ihr. Und dann meinte ich so, ja, can I take a picture, bla bla. Und dann meinte er ja und dann wollte ich auch mit der Mutter. Und dann, ja, auf jeden Fall habe ich dann die Kamera angemacht. Ich erinnere mich gar nicht mehr, das war so ein Rausch, weil das so krass schnell alles ging. Auf jeden Fall habe ich dann meine Kamera angemacht und ich habe da ein Video gedreht. Also ich wollte kein Picture machen, also kein Bild mal, so ein Video für meinen Vlog natürlich. Und dann habe ich das Video gemacht und die Mutter war so nett, I swear. Das habe ich aber alles nicht gefilmt. Die hat mich die ganze Zeit angelächelt, so richtig lieb, so, wisst ihr? Und als ich aber aufgenommen habe, da hat sie gerade mit ihrer Kollegin geredet, also die Person, die neben ihr saß. Und deswegen war sie nicht direkt zu sehen. Und deswegen war nur der Vater erstmal zu sehen und da hat er ja Mẹ gesagt. Mẹ heißt ja Mama. Ich glaube, er nennt sie auch so, weil in Vietnam heißt Mẹ auch Mama. Und deswegen hat er Mẹ gesagt und dann ist sie plötzlich auf das Bild gesprungen. So, wisst ihr, das heißt, sie hat gerade, ich glaube, sie hat geredet oder telefoniert, eins von beiden, I don't know. Auf jeden Fall war sie gerade beschäftigt und dann kam sie so aufs Bild. So, und dann dann waren die so in so einer Position, nur weil die ja dachten, das wäre ein Bild. Ich glaube, das ist nicht üblich, dass viele, die sie fragen, ein Video machen, sondern eher ein Bild. Deswegen waren die auch die ganze Zeit so, versteht ihr? Und dann ich so, no, it's not a picture, it's a video for YouTube. Und dann meinte die Mutter so, ach so, bla bla. Da habe ich gesagt, thank you, your daughter is amazing, dies, das. Oh mein Gott, das war echt mega süß. Vor allem, wie die Mutter und der Vater einfach gelächelt haben in die Kamera. Ich werde es niemals vergessen. Hello, this is Lisa's dad. Oh my God, thank you so much. Your daughter is amazing. That's a video, it's for YouTube, but thank you so much. Oh my God, I'm dying. So Leute, das war erstmal meine Erfahrung, wie ich deren Eltern getroffen habe. So, und es kamen so viele Kommentare zu diesem Post, weil ich habe das Video auch auf Instagram gepostet. Und oh mein Gott, da kamen, oh mein Gott, Privatsphäre, oh mein Gott, du hast die gar nicht um Erlaubnis gefragt und ich werde jetzt auf manche Kommentare nach über einem Jahr eingehen. So, erstens, woher wollt ihr wissen, dass ich nicht gefragt habe? Ihr meint ja selber, ich soll die nicht ohne Erlaubnis filmen. Das heißt, wenn ich frage, dann mache ich logischerweise die Kamera aus, ne? Ich habe sie um Erlaubnis gefragt und die waren so freundlich, die haben direkt Ja gesagt. Und allgemein muss ich sagen, das sind echt die nettesten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Zweitens, okay, Privatsphäre hin oder her, ne? Ich weiß, die sind da, um deren Töchter zu sehen, aber Leute, ey, die saßen nur ein paar Reihen vor mir. I swear, in dem Moment, ich war einfach so unter Schock, dass ich nicht anders wollte und ich habe wirklich sehr, sehr höflich gefragt. Hätten die Nein gesagt, wäre ich direkt weggegangen. Vielleicht hätte ich nur mit denen gelabert, also so geredet über Gott und die Welt, I don't know. Aber ich hätte es nicht gefilmt, wenn die das nicht wollten. So, aber was ich hinzufügen muss, ich habe tatsächlich noch andere Elternteile von den Girls gefilmt. Und das
muss ich sagen, da habe ich nicht um Erlaubnis gefragt und das war nicht so richtig von mir, aber ich erzähle euch jetzt, warum ich das gemacht habe und wieso ich sogar die Elternteile vertauscht habe. Also um ehrlich zu sein, damals kannte ich wirklich nur Lisas Eltern, also ich wusste nur, wie Lisas Eltern genau aussahen, vor allem Lisas Vater, den erkennt man eigentlich direkt. Und ich meine, ich war zwar Fans von den Girls, aber ich habe mich jetzt nicht so krass mit den Eltern auseinandergesetzt. Nur damals gab es ein paar Episoden, wo man Lisas Eltern jetzt zum Beispiel gesehen hat. Die waren ja auch öfter in TV-Shows zu sehen mit denen. Deswegen kannte ich sie eben. So, und bevor ich diese Aufnahme gestartet habe, ich habe ja gefragt, can I take a picture, bla bla. Und dann hat die Mutter telefoniert, aber sie hat ja gesagt, aber die hat telefoniert oder mit der Nachbarin geredet. Ich weiß es wirklich nicht mehr, was sie gemacht hat. Auf jeden Fall war sie kurz beschäftigt. Haben der Vater, ich und das Mädchen, was neben ihnen saß, wovon ich euch am Anfang erzählt habe, geredet. Und er war so nett, echt, wir haben wirklich ganz normale Gespräche geführt und ich meine, das sind ja auch nur Menschen, ne? Und da meinte er in the back, also hinter ihm, there are, und dann dachte ich, das wäre Jennys Mutter, ich weiß nicht warum. Ich dann so, Jennys parents, right? Da meinte er so, no, Jesus. These are the parents of Jesus. No, not Jenny, no. So, und ich habe euch ja gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Und deshalb, sorry, dass ich die beiden wirklich vertauscht habe, weil ich habe ja am Ende der Aufnahme, nachdem ich Lisas Eltern aufgenommen habe, noch geschwenkt nach hinten. Und da waren Roses Eltern zu sehen. Ich habe gesagt, there are Jesus parents, weil er gesagt hat, Marco heißt der Vater von Lisa, glaube ich, Marco gesagt hat, Jesus Eltern sind da. Deswegen habe ich direkt damit in Verbindung gebracht, dass Jesus Eltern hinter ihm saßen. So, deswegen ist die Frage schon mal geklärt, warum ich Roses Eltern Jesus Eltern genannt habe. I'm sorry for this, aber Leute, wie gesagt, also da haben echt viele Kriterien mitgespielt, weshalb ich es so gesagt habe, beziehungsweise mich so ausgedrückt habe. Sorry, wenn es jemand angegriffen hat, aber es war wirklich nicht meine Absicht. Auf jeden Fall muss ich sagen, das war so eine krasse Erfahrung, ne? Also ich muss sagen, das sind so liebe Eltern und einige von euch haben mir ja auch geschrieben, dass ihr die Eltern gesehen habt und manche saßen sogar neben oder standen neben denen draußen und wussten nicht mal, dass das deren Eltern sind im Nachhinein, bevor die mein Video gesehen haben. Ich fand das schon krass. Aber glaubt mir, Leute, ich weiß, ihr sagt Privatsphäre und ich kann es auch nachvollziehen. Nur die Sache ist, in dem Moment, wenn du die so siehst, so weißt du, so die Eltern, die Blackpink geboren haben, so versteht ihr? Und in dem Moment seid ihr so überwältigt von euren Gefühlen, dass ihr da gar keinen Kopf habt, um euch Gedanken über was anderes zu machen, Privatsphäre und alles. Vielleicht nur im Nachhinein. Aber wie gesagt, ne, also wenn ihr irgendwann Blackpinks Eltern seht oder irgendwie Blackpink selbst, dann fragt sie einfach nicht. Wenn die mehr als Nein können die nicht sagen. Wenn die sagen, nein, heute nicht, heute bin ich mit meiner Familie und keine Fotos oder sonst was, dann akzeptiert. Aber wenn die Ja sagen, I mean, warum nicht? Ich meine, so eine Gelegenheit werde ich bestimmt nie wieder in meinem Leben bekommen. Und wie gesagt, die saß nur ein paar Reihen vor mir. Leute, was würdet ihr machen, wenn Lisas Eltern vor euch sitzen würden? Ey, ganz ehrlich, zum ersten Mal in eurem Leben, ihr seid sowieso schon übelst aufgeregt wegen dem Konzert. Also ganz ehrlich, sorry, aber ich konnte wirklich nicht anders. Und ja, Leute, das war meine Erfahrung, wie ich Lisas Eltern getroffen habe. Und das war wirklich so krass schön, Leute. Ihr könnt mir ja gerne unter die Kommentare schreiben, wer euer Bias bei Blackpink ist. Und ja, Leute, das war's auch schon mit meinem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und subscribe nicht vergessen, macht die Glocke an, um nichts zu verpassen. Folgt mir gerne auf Instagram, ebenfalls nicht zu verpassen. Und würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal.